Die Region Saale-Unstrut ist eine hochmittelalterlich geprägte Kultur- und Weinlandschaft im Herzen Deutschlands. Ein weltweit einmaliges architektonisches Erbe aus über 1000 Jahren europäischer Geschichte bildet mit ursprünglichen Flusslandschaften und alten Weinbergen ein ganz besonderes Reiseziel. Kulturliebhaber, Naturfreunde und natürlich auch Weinkenner kommen hier auf ihre Kosten. Auf unserer Reise durch die Region Saale-Unstrut, da sind wir jetzt nach Goseck gekommen und schauen uns ein Sonnenobservatorium an. Das, was ihr hinter uns seht, ist 1991 auf Luftbildern entdeckt worden und dann ausgegraben worden, rekonstruiert worden. Es ist ein steinzeitliches Sonnenobservatorium, ca. 7000 Jahre alt, und das ist wirklich der Wahnsinn. Also wir denken immer so dran, es ist toll, dass sich die Menschen vor 7000 Jahren, dass sie über solche Kenntnisse verfügten, dass sie das hier bauen konnten. Und diese Anlage ist älter als Stonehenge zum Beispiel und wird von Archäologen als das älteste Sonnenobservatorium der Welt bezeichnet. Ihr seht da hinten diese Öffnung. In der ganzen Anlage sind mehrere solche Öffnungen. Und wenn durch diese Öffnung zum Beispiel der Sonnenaufgang zu sehen ist, dann ist Wintersonnenwende. Und so gibt es noch andere Öffnungen hier in dieser ganzen Anlage, auch auf der anderen Seite, die für Sonnenaufgänge oder Sonnenuntergänge anzeigen, ob Wintersonnenwende, Sommersonnenwende oder Frühlingsfest ist. Ganz in der Nähe des Sonnenobservatoriums gibt es einen kleinen und gemütlichen Wohnmobilstellplatz für 5 bis 6 Mobile. Er heißt Reisemobilstellplatz am Wald. Dort geht es sehr familiär zu und der Platz ist liebevoll angelegt. Sanitäreinrichtungen und Küche sind top. Der Platz ist eben, hat Rasen und kaum Schatten. Jeder Gast erhält bei seiner Ankunft eine Infomappe mit ausführlichen Informationen und Tipps über die Umgebung. Ver- und Entsorgung sind okay, es gibt aber keinen Bodeneinlass für Grauwasser. Die Lage des Platzes ist ruhig, manchmal gibt es etwas Fluggeräusche von in Leipzig startenden oder landenden Flugzeugen. Autoreisende ohne Caravan oder Wohnmobil können sich übrigens auf diesem Platz ein Fass zur Übernachtung mieten. Bis zum Sonnenobservatorium hat man einen kleinen Fußweg zu bewältigen, der aber nicht sehr lange dauert. Wir verlassen Goseck, wo wir uns sehr wohl gefühlt haben, und sind nun auf dem Weg zu einer weiteren fantastischen Sehenswürdigkeit im Saale-Unstrut-Gebiet. Unser nächstes Ziel liegt in der Nähe von Nebra. In der Arche Nebra in Wangen dreht sich alles um den Jahrhundertfund der Archäologie, die Himmelsscheibe von Nebra. Das moderne Bauwerk, wie ein goldenes Sonnenschiff über dem Unstruttal schwebend, ist das Besucherzentrum am Fundort. Die über 3600 Jahre alte Bronzescheibe wurde 1999 von Raubgräbern auf dem nahen Mittelberg entdeckt.
Zum Fundort kann man einen kurzen Abstecher zu Fuß machen. Eine sehenswerte Show im Planetarium der Arche erklärt die astronomische Deutung der Himmelsscheibe. Das Original dieser Himmelsscheibe ist im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle ausgestellt. Die Arche Nebra ist übrigens wegen Umbaumaßnahmen bis zum Sommer 2023 geschlossen. Das solltet ihr bei eurem Besuch in dieser Gegend berücksichtigen. Auf dem Parkplatz der Arche Nebra darf man kostenlos mit dem Wohnmobil stehen und übernachten, auch mehrere Tage. Das haben uns Mitarbeiter der Arche Nebra gesagt. Allerdings gibt es auf dem Parkplatz keinen Service, man steht dort aber angenehm und ruhig. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung. Aufgepasst, denn es gibt einen weiteren Gegenstand für unsere Verlosung eines Rucksacks, der gefüllt ist mit Utensilien von unserer Herbstreise. Es handelt sich um einen Leinenbeutel von der Arche Nebra zusammen mit einer Broschüre über das Museum. Also, notiert's euch. Von Wangen aus an der Arche Nebra könnt ihr übrigens auch mit einer Zugverbindung, wenn ihr das wollt, wenn ihr gerne Zug fahrt, bis nach Naumburg fahren. Lasst das Wohnmobil kostenlos stehen auf dem Wohnmobilplatz an der Arche Nebra und fahrt mit dem Zug in etwa einer Stunde nach Naumburg und guckt euch die Stadt an. Die Unstrut. Ein nicht sehr großer Fluss, aber er ist mit 192 Kilometern Länge der größte Zufluss der Saale. Die Saale und die Unstrut vereinigen sich am Blütengrund, den wir in einem weiteren Video noch sehen werden. Von Wangen aus machen wir mit den Rädern bei kühlem und anfangs nebligem Septemberwetter einen Ausflug immer entlang der Unstrut nach Memleben. Der Radweg ist gut und man hat schöne Ausblicke auf die Unstrut. Bald erreichen wir Memleben, wo wir das Kloster besuchen möchten. Das einstige Kloster Memleben an der Straße der Romanik gehört zu den bedeutendsten historischen Orten in Sachsen-Anhalt. Kirche und Krypta aus dem 12. Jahrhundert in Memleben gelten als herausragende Bauwerke der Spätromanik und sind bis heute in großen Teilen erhalten. Sehr sehenswert ist auch die gut präsentierte Dauerausstellung Wissen und Macht. In der laden der heilige Benedikt und die Ottonen zu einer Erlebnisreise durch 1700 Jahre Geschichte ein. Außerdem fanden gerade Lehr- und Forschungsgrabungen des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt unter der Leitung von Dr. Holger Grönwald statt. So wird die Erforschung der monumentalen Kirche aus der Zeit der Klostergründung im 10. Jahrhundert fortgesetzt. Die ungefähr 82 Meter lange und 39,5 Meter breite Monumentalkirche ist in ihrer Größe mit erzbischöflichen Bauten in Magdeburg, Köln oder Trier vergleichbar.
und im Klostergarten kann man sich nach dem Rundgang entspannen. Nach der Klosterbesichtigung ging es durch das sehr schöne Tal der Unstrut wieder zurück nach Wangen zu unserem Stellplatz an der Arche Nebra. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr uns beim nächsten Mal ebenfalls wieder besucht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.